Mittwochnachmittag in der zentralen Notaufnahme des Klinikums Darmstadt. Der Wartebereich für Patienten, die allein, also ohne Krankenwagen hergekommen sind, füllt sich. Viele warten schon lange und das lässt sich auch gerade nicht ändern, denn im Schockraum der Notaufnahme liegt ein älterer Mann, der gerade von Sanitätern reingebracht worden ist. Er ist vom Fahrrad gestürzt, musste reanimiert werden und ist ohne Bewusstsein. Dr. Stefan Hansen ist heute der leitende Oberarzt der Spätschicht. Es pumpt auch, ja, leichtgradig auf jeden Fall. Er stellt fest, dass der Patient vermutlich einen Herzinfarkt hatte. In den Schockraum kommen die Patienten, die möglicherweise in Lebensgefahr schweben. Innerhalb allerkürzester Zeit kommen aus dem ganzen Haus Chirurgen, Anästhesisten, das ganze nötige Fachpersonal dazu, um den Patienten zu versorgen. Der alte Mann muss jetzt ins CT. Seine Herzfrequenz ist beunruhigend niedrig. Er muss nochmal defibrilliert werden. Trotz der ernsten Lage bleiben alle ruhig. Dass innerhalb von 1 bis 2 Minuten das ganze Schockraumteam da und handlungsfähig ist, liegt daran, dass das Klinikum Maximalversorger ist. Das ist nicht überall so. Man muss ja in einem kleinen Haus das Team erstmal hochfahren. Also da kommen die OP-Schwestern von zu Hause nachts und der Chirurg kommt vielleicht auch von zu Hause, der Oberarzt, der operiert. Also dass man da mal klingelt und sagt, wir sind jetzt da und würden gerne mal kurz hier jemanden erst versorgen lassen, das ist da realistischerweise natürlich auch nicht möglich. Ja, das ist der Vorteil hier, dass man einfach sagt, das sind 2 Anrufe und dann sind die Leute hier. Und die sind auch in der Regel über Nacht hier, also die sind physikalisch anwesend. Hier auf der ZNA arbeiten innerhalb von 24 Stunden 15 Ärzte und 20 Pflegekräfte. Hohe Kosten für das Klinikum, sogenannte Vorhaltekosten, die bislang nicht von den Kassen bezahlt werden. Dann kommen Sie gerade zu mir. Jetzt werden die Patienten aus dem Wartebereich abgearbeitet. Dieser junge Mann hat sich den Fuß umgeknickt. So. Wir machen sicherlich ein Röntgenbild, es kann auch eine Bandverletzung sein. Nichts, woran das Krankenhaus Geld verdient. 22 € für die Untersuchung, 11 € fürs Röntgen. Danach eine Schwangere, die sehr hohe Zuckerwerte hat. Eigentlich alles keine Fälle für die Notaufnahme. Es ist so, dass wir natürlich immer so eine gewisse grundsätzliche Zahl an Patienten haben, die jeden Tag da sind, die eigentlich woanders betreut werden könnten. Ja? Wo von vornherein klar ist, die werden keine stationäre Versorgung brauchen, die brauchen auch keine akute Notfallversorgung, sondern die bekommen keinen Termin bei ihrem Hausarzt, die haben vielleicht keinen Hausarzt, die sind auch oft sprachlich nicht in der Lage, vielleicht sich adäquaten Hausarzt zu suchen. Die rufen mal irgendwo an und dann wird da auf der anderen Seite kapituliert, man sagt, ja, gehen Sie einfach ins Krankenhaus. Ja, einfach weil es dann einfacher ist in der Situation. Innerhalb von 90 Sekunden kommt man vom Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach des Klinikums in die Notaufnahme. 1- bis 2-mal pro Woche werden schwerst kranke oder auch Unfallpatienten hierher geflogen. Insgesamt kommen jährlich etwa 45.000 Patienten in die ZNA. Chefarzt Dr. Petersen ist seit April Leiter der zentralen Notaufnahme und hat eine klare Meinung. Um ZNAs zu entlasten, brauchst du eine gute Organisation in der Arbeit. Und wir müssen vorschalten, dass wir die Patienten ein bisschen sortieren, dass wir schauen, musst du in ein Krankenhaus, brauchst du ein Krankenhaus oder brauchst du einen niedergelassenen Kollegen. Das wird sicherlich Kosten sparen, weil die Behandlung von leicht Erkrankten im Krankenhaus ist hochdefizitär. Dazu lassen wir auf diese Menschen viel zu viel Personal und Technik los. Das lohnt sich nie und nimmer. Deswegen niedergelassene Kollegen sind da wesentlich kostendeckender in dem Arbeiten als wir. Ich gucke einmal kurz auf den Bauch, ja? Bei Dr. Hansen in der Notaufnahme ist mittlerweile eine ältere Dame aus einem Pflegeheim angeliefert worden, die diffuse Schmerzen hat. Ja, gut, sieht eigentlich ganz in Ordnung aus. Das ist halt ein bisschen, das darf ja ein bisschen so sein. Ist das Bein immer so ein bisschen kürzer? Ich weiß es nicht. Ist da mal was gebrochen gewesen? Normal nicht. Ich weiß es nicht. Okay, jetzt wird es interessant. Da ist ein Pflaster. Gut, wir fahren mal da rein. Nach etwas Recherche wird klar, die Patientin war im März schon mal da, hat eine entzündete Magensonde und ein entzündetes Hüftgelenk. Beides chronisch und eigentlich kein Fall für die Notaufnahme.
Ja, auch viele Versorgungsprobleme, wo in der häuslichen Umgebung eben gerade auch mit älteren, kranken Menschen der Umgang, vielleicht die Erfahrung einfach fehlt, wo jemand dann irgendwann kapituliert und sagt, das muss jetzt das Krankenhaus mal klären, obwohl es einfach ein chronisches Problem ist, was wir auch nicht beheben können in irgendeiner Form. Ambulante Notfallpatienten wie diese kosten im Schnitt 126 €. Die Krankenhäuser bekommen für die Behandlung aber nur 32 € erstattet. Sie machen also automatisch mit ihren Notaufnahmen Jahr für Jahr ein Riesendefizit. Dr. Hansen macht sich für den nächsten Schockraumpatienten bereit. Ein Mann, der aus 4 Metern Höhe von einer Leiter gefallen ist. Der Arbeitstag auf der ZNA ist noch lange nicht zu Ende.